Ja, hallo, schönen guten Morgen, liebe Freunde, zu unserem nächsten Cargold-Video. Wir machen heute mal einen Standfilm. Das ist nämlich was ganz Besonderes, da muss man einiges zu erklären. Das ist ein wirkliches Highlight. Das ist nämlich ein Porsche, ich habe hier die Betriebsanleitung. 356B GS GT 1600. Das ist die Rennversion aus dem Jahr 1960 in einem top restaurierten Zustand. Der Wagen war sehr, sehr lange in einer absoluten Spitzensammlung, ungefähr 35 Jahre. Ist vor 35 Jahren restauriert worden. Unsere Jungs haben den gerade zum Laufen gebracht. Der läuft hervorragend, hat einen tollen Sound. Und von dem Auto gibt es nur 40 Stück. Also das ist einer der seltensten Porsche 356 überhaupt. Hat die berühmte Fuhrmann-Maschine, die zeige ich euch gleich. So ein Motor, wenn der kaputt geht, das kostet mal gut und gerne 200.000 Euro. Also die meisten Leute können das gar nicht in der Sammlung haben, weil er einfach so selten ist. Der hat 115 PS. Läuft da mit 210 Stundenkilometer Spitze, war also 1960 ein richtig heißes Gerät. Und das Auto hat vormals der Familie Brockhaus gehört. Das kennt ihr sicherlich, die Älteren von euch. Brockhaus waren ja die Duden, die Lexika, das gibt es heute jetzt nicht mehr. Aber ein Spross der Familie Brockhaus ist damals Rennen gefahren. Das heißt, das Auto hat Renngeschichte. Der Wagen ist absolut bekannt. Er hat aber allerdings in 2 oder 3 Jahren 3 Maschinen kaputt gefahren. Fuhrmann-Motoren mit Königswelle, die sind so ein bisschen empfindlich. Das war hier der Fall, deswegen ist er nicht mehr Matching. Aber vielleicht mal ganz kurz zur insgesamten Qualität von dem Auto. Also ein GS GT macht ja aus, dass er sehr viel leichter und abgespeckter ist und damit auch schneller ist als die normale Luxus- oder Deluxe-Variation, die normale, die es auch gab. Schaut euch mal diesen Lackauftrag an hier. Die Qualität von dem Auto, von der Restaurierung ist sensationell. Zumal wenn man sich überlegt, das ist vor 35 Jahren top gemacht worden. Derjenige, der es gemacht hat, der wusste natürlich, was das für ein bedeutendes Auto war und hat dann gesagt, Geld spielt keine Rolle, wir machen das absolut perfekt. Ja, und dann dabei rausgekommen ist das hier. Was macht so ein GS GT aus? Also einmal hat er die Bremsanlage vom Porsche 550 Spyder, der hat natürlich richtig starke Bremsen. Wiegen tut er nur 900 Kilo. Man hat hier beispielsweise, könnt ihr hinten sehen, da steht Plexiglas hier oben drauf. Die Originalglasscheiben hat er nicht, der hat diese Plexiglasscheiben. Und der hat auch hier innen drin, ich öffne jetzt mal für euch die Tür. Guck mal hier, da wird die Scheibe festgemacht, auch alles Plexiglas, halt eben aus Gewichtsersparnisgründen. Und genau das gleiche bei den Sitzen, das sind ja eigentlich Schalensitze, die hat der normale nicht. Der normale 2000 GS, der war aufgepolstert, er hat diese Sportschalensitze, die auch ganz, ganz leicht sind, den super Seitenhalt auch haben. Und ihr könnt, glaube ich, schon sehen, damals waren die ganzen Originalmaterialien noch für die Restaurierung vorhanden, das hat er hier alles. Also qualitativ ist das Auto wirklich eine Show. Und er hat also einen ganz bösen Sound, den machen wir euch gleich mal an, was der für einen Sound hat, wie der klingt. Wir haben übrigens heute, sei mal gesagt, wir haben hier Landwirtschaft. Und weil der Wagen so perfekt ist, wir wollten bei den Straßen heute, weil zu dieser Zeit haben wir manchmal noch Schatten und dann ist so plötzlich Matsch im Wald, da wollte ich mit dem Auto wirklich nicht durchfahren, weil der einfach exzellent, hervorragend ist. Jetzt mache ich euch hinten mal auf und weiß schon gar nicht, wie das geht. Normalerweise ist da der Hebel. Weißt du, wie das geht? Der ist doch da, oder? Nee. Der ist nicht da. Ist der nicht da? Ja. Ist der nicht? Nee, ist da nicht. Auf der anderen Seite, aus irgendwelchen Gründen. Der ist hier. Was, wo? Oh, Paul hat ihn wieder gefunden. Ach, da unten ist der. Den habe ich das nicht gesehen. Guck mal, der ist da. Also normalerweise ist er an einer anderen Stelle, egal, wir haben ihn gefunden. Also auch hier kann man an der hat ja entwickelt entsprechende Abwärmung. Das heißt also hier das Gitter hinten, diese Abluft, das macht ihn sportlicher. Das Grill, so, und das ist die typische Fuhrmann-Maschine, 4-Zylinder Boxer, 115 PS, also so ein Motor, wenn der kaputt geht, da müssen wir 6-stellig investieren und ihr könnt das sehen, das ist alles perfekt restauriert. Der läuft auch klasse, der hat einen irren Sound, ich mache euch den gleich mal an. Hier hinten der Schriftzug, Porsche Carrera, aber wohlgemerkt ein GS GT. Er hat eine entsprechende Sportauspuffanlage, das hört man auch am Sound. Ja, das Tolle an unserem Auto ist einmal, er ist voll dokumentiert. Also er hat das Certificate of Origin von Porsche. Das ist ein absolut echtes Auto. Also ist alles dokumentiert. 1960 gebaut, das heißt, der Wagen ist genauso alt wie ich. Carrera GT Coupé, Engine-Nummer, Transmission-Nummer, es ist alles dokumentiert. Und was ich klasse finde bei dem Wagen, das ist die Qualität. Ich glaube, das könnt ihr sehen. Also das Auto ist sensationell. Die haben auch aus Gewichtsgründen, das ist auch eine GT-Stoßstange, die auch anders aussieht. Hier ist Aluminium. Normalerweise waren hier die Hörner drin, das hat er nicht.
auch aus Gewichtsgründen. Dann, wenn man hier mal ums Auto herum geht, auch hier wieder Plexiglas, das steht auch hier oben, auch in den Scheiben an der Seite. Also man konnte mit der PS-Zahl seinerzeit, schaut mal hier rein, welche Qualität das Auto hat. Also auch die Einstiegsleisten hier vorne sind neuwertig. Das gesamte Interieur, hier ist der Griff. Es gibt auch hier keine Kurbel zum Zuziehen. Das hat man dann so gemacht. Das wurde abgemacht, hoch und runter. Und er hat nochmal Viergangschaltung. Jetzt ist alles runtergefallen. Ja, und konnte damit also richtig mit Dampf gefahren werden. Also ich zeige euch jetzt mal ganz kurz hier. Er hat teilweise auch Siege mit davon gefahren seinerzeit. Hier 1961 das Bergrennen Kelheim an der Donau. Werbung Metzler-Reifen ist er dabei gewesen. ADAC damals waren da auch groß im Thema. Hier vorne steht er, Brockhaus Werner. Horben ist im Schwarzwald, das ist unser Auto hier. Das Schöne an dem Auto ist, es ist alles dokumentiert. Hier gibt es auch Originalfotos aus der Zeit. Schaut euch das mal an, mit Siegerkranz, mit Pokal. Also das finde ich toll. Also man kann sagen, für echte Porsche-Freaks, das sind übrigens hier auch Originalfotos, das sehe ich gerade. Also nicht nur Kopien, das hole ich mal raus. Schaut mal hier, das sind Originalbilder von dem Rennen mit dem Wagen hier. Das ist unser Auto. Hier, Freiburger Autonummer im Renneinsatz. Also für jemanden, der sammelt und für jemanden, der bis heute auch Lust hat, noch scharf zu fahren, damit ist das möglich, weil er so leicht ist und es ist ein Auto, was nur 40 Mal gebaut ist. Ich weiß nicht, wie viele es heute überhaupt noch davon gibt, das kann ich einfach nicht sagen. Aber vielleicht gibt es ja sogar bloß noch 35. Übrigens, die Karosserie ist von Reuter gemacht worden, könnt ihr hier vorne sehen. Reuter Stuttgart, GmbH Stuttgart, war der Hauptbauer, hat es auch noch gegeben. Dann der Öltank bei den Autos, daran kann man übrigens einen Carrera erkennen. Könnt ihr an diesen beiden Leitungen hier vorne sehen, das war verteilt im Auto. Schaut mal hier. Auch da Zustand wirklich ja, neuwertig. Also was mich fasziniert, ist auch die Lackqualität bei dem Auto. Spaltmaß sowieso perfekt, also wirklich ein 1er Spaltmaß. Besser kann man das nicht machen hier. Dann hat er hier vorne gegen Steinschlag die Gitter, weil man ist ja wirklich scharf gefahren und damals ging es da auch mal über Stock und Stein mit so einem Wagen. Dann hat er hier vorne, da ist der Kofferraum dahinter, den mache ich gleich mal auf. Da passen natürlich ein bisschen mehr als 100 Liter rein, nicht besonders viel. Und auch wieder hier vorne Aluminium auf den Stoßstangen. Die Hörner hat man weggelassen aus Gewichtsgründen. Und mit 115 PS und 900 Kilo, also ist das eine richtige Rennmaschine gewesen. Ja, was gibt es hier noch zu zeigen? Das hatten wir schon, die Bilder haben wir auch gehabt. Moment. Die Rennhöhe, das war es ja eigentlich, ne? Die Rennergebnisse. Ja, das waren also jetzt erstmal die wesentlichen Dinge. Ich mache euch mal vorne auf. Oder wir können auch mal drumherum gehen, um mal zu gucken, welche gute Qualität er hat. Vielleicht setzt sich Paul mal mit mir kurz in das Auto rein. Also es sind hier am Porsche 356, vielleicht kommt er mal dazu, schaut euch das mal an hier. Er hat übrigens hier ein Meilentacho, weil der war eine Zeit lang in den USA, der Wagen. Der ist nach dem Brockhaus mit dem Auto gefahren, ist erfolgreich in Deutschland, dann weiterverkauft worden, ist in die USA gekommen, aber auch diese Instrumente sind ja hier mega selten. Bis 160 Meilen, das sind 250 Stundenkilometer, also daran könnt ihr sehen, dass das ein Auto ist, was richtig Power gebracht hat. Hier vorne ist der Drehzahlmesser, man konnte ihn bis 6000 drehen. Aber wenn man das mit so einer Firmenmaschine öfter macht, dann geht es ja auch gerne mal kaputt. Also er hat hier mittlerweile einen dritten Motor. Und hier vorne ist Tank, der hat übrigens einen vergrößerten Tank. Auch darauf sei mal hingewiesen, gegen die 100 Liter hier oben Öltemperatur. Ja, und ein Porsche, wie immer, den startet man hier. Und das mache ich jetzt mal. Jetzt müsst ihr euch mal diesen genialen Sound anhören von der Fuhrmann-Maschine. Also der klingt richtig böse. Und kerngesund. Tja, so hört sich eine Fuhrmann-Maschine an, richtig giftig. Ich werde ihn heute sehr gerne gefahren. Aber wie gesagt, also die Straßen haben das hier heute nicht zugelassen. Hier vorne an die ganzen 356 Prix Handschuhfach. Ihr wisst ja,
356 ist gebaut worden ab Speedster 1955. Dann gab es ein A, dann gab es ein B und dann gab es ein C bis 1965 und danach folgte dann der berühmte 911er. Also ob das jetzt hier oben Handschuhfach ist oder hier oben die Auflage, es ist alles neu, es ist alles perfekt. Man hat überall Originaldetails verwendet, was man auch gut an den Sitzen sieht. Da kommen die Gurte durch. Übrigens hat er auch einen Käfig, der Wagen, denn der ist ja hier wirklich im Renneinsatz gewesen. Schaut euch das mal an hier. Auch neuwertig, aber das hat er. Also das ist eine richtige Rennmaschine. Und wer Lust hat, sich das leisten zu wollen, der kann mit dem Wagen heute auch richtig Rennen fahren. Da werdet ihr überall sofort genommen, weil, wie gesagt, ein 356 GSGT, 40 Autos gebaut, mehr nicht. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber das ist das Besondere an dem Wagen. Der ist also perfekt restauriert, alles authentisch und richtig. Ja, und dann die Qualität. Also hier vorne übrigens Aschenbecher. Wohl die Zeit hatte man, glaube ich, kaum zu rauchen, wenn man damit richtig gefahren ist. Da hätte man ein Radio reinbauen können oder die Porsche-Blende. Armaturen habe ich euch gebracht, auch das Lenkrad hier. Das ist ein Original Porsche-Lenkrad in einem neuwertigen Zustand. Schaut mal hier. Also was kriegt man normalerweise? Allein dieses tolle Lenkrad hier in dieser Qualität, das ist ja sensationell, nicht? Das ist halt eben perfekt restauriert und gemacht und alles, was nicht mehr gut war, da gab es dann die Originalteile. Hier unten die originalen Gummifußmatten, die es gab beim 356. Der hat übrigens neu gekostet, damals schon über 20.000 Mark, was sehr, sehr viel Geld war. Jetzt mache ich mal hier vorne, ist die Handbremse, die ist fest. Die ist immer links beim 356. Und jetzt machen wir mal auf. Ja, gucken wir vorne mal drunter. Übrigens ein 356 hat sehr gute Platzverhältnisse. Man kann also auch daran sitzen, wenn man 1,95 m ist. Mit so einem Auto geht das. Interessanterweise, obwohl er verhältnismäßig klein aussieht. So. Und hier könnt ihr reingucken. Ihr könnt sofort erkennen, der große Tank. Also sehr viel mitnehmen konnte man nicht. Da ist der Reservereifen. Hier vorne haben wir die Originalfelgen zu dem Wagen. Das ist ja ein Riesentank, der hat fast 100 Liter. Gut, das brauchte man auch. Also wenn man da richtig Stoff gegeben hat, da sind da 14, 15 Liter durchgegangen. Bei normaler Fahrweise 10 bis 12. Aber wie gesagt, das Auto hat man ja richtig bewegt. So, und er hält dann ein, da müsst ihr immer aufpassen, ist ja so ein bisschen wie beim VW Käfer. Wenn man da jetzt drückt, hat die Haube einen Knick. Also nicht machen, bitte erst wieder nach oben tun. Und dann geht er auch runter. Hier vorne anfassen, drücken und zu ist das Auto. Ja, ein 1600er GSGT. Super Rarität jetzt in Beuerberg. Also wenn es das Wetter zulässt, vielleicht ein bisschen mehr zum Frühling hin, fahren wir damit auch mal. Weil der hat einen irren Sound, das habt ihr ja eben gehört. Die Qualität ist top. Also ein 1600er, ich habe einen 2 Liter GSGT gehabt, aber einen 1600er haben wir noch nicht gehabt. Das war was ein Wunder, weil der so selten ist. Ich meine, also sogar vom 550 Spider sind 80 Autos gebaut worden. Davon nur die Hälfte. Also daran seht ihr, das ist wirklich ein absolutes Highlight. Und weltweit so gut wie gar nicht zu bekommen. Und selbst wenn man dann so einen Wagen bekommt irgendwo, dann weiß man nicht, ob Nummern alle stimmen, ob das überhaupt alles stimmt und dann wie ist die Qualität, da muss ich das restaurieren. Da gehen Hunderttausende von Euro rein. Über den Preis sprechen wir hier persönlich in Beuerberg, da steht das Auto auch. Ja, ich glaube, das war alles. Vielleicht hat Paul noch eine Idee, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Vielleicht noch mal ein letzter Blick in den Motor hinten rein. Der hat ganz besondere Solex-Vergaser. Es war auch eine Spezialentwicklung, die halt sehr viel Geld gekostet hat. Schaut euch das mal an, das sind ja nicht die normalen Vergaser. Sehr, sehr aufwendig alles bei dem Motor. Schaut mal hier. Doppelfallstromvergaser, Königswelle. Also ein Leckerbissen von Motor. Und auch wenn er hier überall guckt, also Zustand perfekt. Also dafür, dass der mal richtig im Renneinsatz war, ist der super wiederhergestellt worden. Und das macht ihn halt ebenso interessant. Ja, das war jetzt mal ein kurzer Standfilm, das machen wir ja nicht immer, aber ich denke, wir haben uns heute Morgen überlegt, bringen wir den erst, wenn die Straßen perfekt sind, da fliegen ja noch viel Steine rum und da haben wir gesagt, nee, das ist so ein seltenes Auto, so was Besonderes, das müssen wir euch gleich zeigen. Also, ich sage euch alles Gute, bis zu meinem nächsten Film, euer Stefan, bis dahin und ciao.